Lektion 1. Musikgeschmack und Medienauswahl. Hardrock-Musik spricht viele wegen ihrer Energie und Intensität an. Andere spezialisieren sich auf Country-Musik und schätzen das Geschichtenerzählen und die Wurzeln. Manche Leute bevorzugen Radiosender, die bekannte Hits kuratieren. Das Radioprogramm spiegelt die Demografie und den regionalen Geschmack wider. Stellen Algorithmen auf Streaming-Plattformen die lokale Rolle des Radios in Frage? Algorithmen personalisieren Playlisten, können aber Echokammern erzeugen. Werden kuratierte Radiomoderatoren weiterhin menschlichen Kontext und Kommentare liefern? Live-Moderatoren bieten lokale Nachrichten, Interviews und spontane Reaktionen. Könnten Streaming-Dienste und Radio koexistieren, indem sie unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen? Das können sie. Die Wahlmöglichkeiten erweitern den Zugang und bewahren gleichzeitig das gemeinsame Zuhören. Ist es umstritten, wenn Streaming-Algorithmen Profit vor Vielfalt priorisieren? Gewinnstreben können das Engagement bei aufstrebenden Künstlern oder Nischenkünstlern einschränken. Stellen öffentliche Radiosender ein Gegengewicht zu kommerziellem Einfluss dar? Öffentliche Rundfunkanstalten fördern häufig kulturelle Vielfalt und Bildungsinhalte. Werden Hardrock-Communities rund um Live-Shows starke Subkulturen bilden? Live-Konzerte und Festivals schaffen intensive gemeinschaftliche Bindungen und Identität. Legen Country-Musikfans Wert auf Authentizität und erzählerische Kontinuität? Das Country-Publikum verbindet sich oft mit Liedern über den Alltag und das Erbe. Sind regionale Radiosender für den Erhalt der lokalen Musikszenen unerlässlich? Lokale Sender fördern Gemeinschaftskünstler und erhalten kulturelle Ökosysteme. Könnte die Konsolidierung des Radiobesitzes die lokalen Stimmen bedrohen? Durch die Konsolidierung können Playlisten homogenisiert und die Anzahl der lokalen Programme reduziert werden. Sollten die Aufsichtsbehörden die Vielfalt der Eigentumsverhältnisse berücksichtigen, um die Vielfalt zu schützen? Regulatorische Maßnahmen können Anreize für lokale Inhalte und unabhängige Sender schaffen. Demokratisiert Streaming den Vertrieb unabhängiger Künstler? Streaming senkt die Markteintrittsbarrieren, erfordert jedoch Werbung, um an Bedeutung zu gewinnen. Gibt es Debatten über eine faire Vergütung durch Streaming-Plattformen? Viele Künstler kritisieren niedrige Auszahlungen pro Stream und fordern Reformen. Könnten Abonnementstufen und direkter Fansupport das Einkommen der Künstler verbessern? Fanfinanzierung, Fanartikel und Live-Events ergänzen die Streaming-Einnahmen. Bleibt Radio für Pendler und Gelegenheitshörer relevant? Aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und seines kuratierten Formats ist Radio für den täglichen Gebrauch beliebt. Beeinflussen Genre-Loyalitäten soziale Identitäten und Gruppenzugehörigkeit? Musikalische Vorlieben signalisieren oft Werte, Erfahrungen und soziale Zugehörigkeit. Könnten Kontroversen entstehen, wenn Sender Genres zu eng kennzeichnen? Eine starre Kennzeichnung übersieht hybride Formen und sich entwickelnde musikalische Ausdrucksformen. Sollten Programmierer genreübergreifende Showcases einbeziehen, um den Horizont zu erweitern? Genreübergreifende Programme führen die Zuhörer verantwortungsbewusst an neue Sounds heran. Wirkt sich Musikunterricht an Schulen langfristig auf die Hörvielfalt aus? Die frühe Exposition fördert die Wertschätzung für eine Vielzahl von Stilen und Geschichten. Sind Festivals wichtig, um sowohl Mainstream- als auch Nischenkünstler zu präsentieren? Festivals schaffen Entdeckungsräume und geben Künstlern kulturelle Impulse.
Könnte die Dominanz von Megafestivals die lokalen Musiktraditionen in den Schatten stellen? Mega-Veranstaltungen können lokale Veranstaltungsorte in den Schatten stellen, sofern sie nicht durch die Unterstützung der Basis ausgeglichen werden. Sollten Streaming-Dienste die Erkennungsalgorithmen verbessern, um Vielfalt zu fördern? Algorithmusoptimierungen könnten weniger bekannte Künstler fördern und die Konzentration reduzieren. Werden neue Audioformate wie Spatial Audio die Hörgewohnheiten verändern? Neue Formate können das Eintauchen fördern und die Produktions- und Aufführungsstile beeinflussen. Gibt es ethische Bedenken gegenüber algorithmischem Gatekeeping in der Musik? Mangelnde Transparenz und Vorurteile bei Algorithmen werfen Fragen zur Rechenschaftspflicht auf. Sollten Zuhörer ermutigt werden, Künstler nach Möglichkeit direkt zu unterstützen? Direkte Unterstützung stärkt die Lebensfähigkeit der Künstler und fördert bedeutende Fanbeziehungen. Können Radio und Streaming im Rahmen von Werbepartnerschaften zusammenarbeiten? Kollaborationen können die Reichweite erhöhen und gleichzeitig die redaktionelle Integrität wahren. Werden Podcasts und Talkradio das Musikprogramm effektiv ergänzen? Spoken-Word-Inhalte vertiefen den Kontext und binden die Zuhörer über Songs hinaus ein. Ist es wichtig, unterrepräsentierte Genres in den Mainstream-Medien hervorzuheben? Inklusion bereichert die kulturelle Konversation und bietet Möglichkeiten für verschiedene Künstler. Könnten politische Interventionen die Marktkräfte ausgleichen, um die kulturelle Vielfalt zu schützen? Eine durchdachte Politik kann das öffentliche Interesse wahren und kulturelle Ökosysteme schützen. Sind die Hörgewohnheiten eher von Bequemlichkeit oder von kulturellen Werten geprägt? Sowohl Bequemlichkeit als auch Werte beeinflussen das musikalische Konsumverhalten. Werden jüngere Generationen Genres flüssiger vermischen als ihre Vorgänger? Jüngere Zuhörer schätzen oft die Fluidität des Genres und vielseitige persönliche Playlisten. Müssen Radiosender innovativ sein, um wettbewerbsfähig und relevant zu bleiben? Innovationen in Bezug auf Formate, soziales Engagement und digitale Präsenz tragen zur Aufrechterhaltung des Radios bei. Sollten Musikkritiker und Kuratoren sowohl für Qualität als auch für Experimentierfreude eintreten? Kuratoren können sich für Handwerkskunst einsetzen und gleichzeitig zum abenteuerlichen Zuhören anregen. Kann die Kontroverse über die Kommerzialisierung von Musik zu konstruktiven Reformen führen? Debatten können zu Veränderungen in der Branche führen, bei denen Kreativität und Fairness im Vordergrund stehen. Werden Bildungsinhalte zur Musikgeschichte die Wertschätzung der Zuhörer erhöhen? Der historische Kontext vertieft das Verständnis und fördert die Fähigkeit, kritisch zuzuhören. Sollten Plattformen offenlegen, wie sie den Nutzern Musik empfehlen und sie bewerten? Transparenz stärkt die Zuhörer und fördert fairere Entdeckungspraktiken. Könnten hybride Radioformate, die Live-Sessions und Interviews beinhalten, Abonnenten anziehen? Hybride Formate bieten Mehrwert, indem sie kuratierte Musik mit exklusiven, menschlichen Inhalten kombinieren. Bleibt das Community Radio ein Ausbildungszentrum für zukünftige Sender und Musiker? Gemeinschaftsstationen fördern Talente und sorgen für ein lebendiges lokales Kulturleben. Sollten Künstler ihre Einkommensströme diversifizieren, um die Abhängigkeit von einzelnen Plattformen zu verringern? Diversifikation stärkt die Widerstandsfähigkeit und die langfristige Nachhaltigkeit der Schöpfer. Werden sich die Debatten über geistiges Eigentum an die neuen Vertriebsrealitäten anpassen? Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen weiterentwickelt werden, um Rechte, Zugang und Vergütung in Einklang zu bringen.
Sind leidenschaftliche Auseinandersetzungen über Genreeinheit produktiv oder einschränkend? Leidenschaft ist wertvoll, aber starre Reinheit kann Innovation und Dialog behindern. Glauben Sie, dass ein ausgewogener Diskurs über Geschäftspraktiken im Musikgeschäft die Zuschauer anziehen wird? Durchdachte Debatten, praktische Ratschläge und echte Beispiele erregen Aufmerksamkeit und bilden. Ich werde spannende Episoden entwerfen, die Hardrock, Country, Radio und Streaming miteinander vergleichen, Kontroversen hervorheben und den Lernenden einen klaren Wortschatz und respektvolle Perspektiven vermitteln. Lektion 2: Das Rum- und Soda-Ritual. Rum und Sodawasser klingen einfach genug. Was ist der Prozess? Der Prozess beginnt mit der Auswahl eines hochwertigen Rums und frischem Sodawasser. Sollte man für einen klassischen Mix hellen oder dunklen Rum wählen? Heller Rum bietet ein klareres, helleres Profil, während dunkler Rum Tiefe und Würze verleiht. Wird die Wahl des Rums das Gleichgewicht des Getränks erheblich verändern? Ja, der Rumcharakter verändert das Aroma, die Süße und die wahrgenommene Stärke. Sollte das Glas vor der Zubereitung gekühlt werden? Das Kühlen des Glases bewahrt die Kohlensäure und verbessert die Erfrischung. Spielt die Eisqualität im fertigen Getränk eine Rolle? Klares, hartes Eis schmilzt langsam und behält die Verdünnungskontrolle bei. Wie viel Rum sollte für eine normale Portion eingegossen werden? Ein typisches Maß sind 1,5 bis 2 Unzen Rum. Sollte Sodawasser vorsichtig hinzugefügt werden, um das Sprudeln zu bewahren? Wenn Sie langsam Soda über die Rückseite eines Löffels gießen, werden die Blasen geschützt. Muss nach dem Kombinieren von Rum und Soda umgerührt werden? Ein leichtes Rühren verteilt die Aromen, ohne die Kohlensäure abzuflachen. Sollten Zitrusfrüchte für einen aromatischen Lift hinzugefügt werden? Eine Prise oder ein Stück Limette hält das Getränk auf und gleicht die Süße aus. Ergeben durchmischte Früchte oder Kräuter eine komplexere Variante? Vermischte Minze oder Zitrusfrüchte können zwar für Frische sorgen, verändern aber die klassische Schlichtheit. Sollte man das Verhältnis von Rum zu Soda für den persönlichen Geschmack berücksichtigen? Passen Sie das Verhältnis schrittweise an, um die ideale Stärke und Geschmacksbalance zu finden. Verändert die Verwendung von aromatisierter Limonade die Echtheit des Cocktails? Aromatisierte Limonaden zeichnen sich durch unterschiedliche Profile aus und heben das Getränk von der klassischen Form ab. Sollten Bitter für eine subtile Komplexität hinzugefügt werden? Ein Schuss aromatischer Bitter kann für eine Nuance sorgen, ohne die Basis zu überfordern. Beeinträchtigt die Form von Glaswaren das Trinkerlebnis? Ein Longdrink-Glas bewahrt das Sprudeln und betont den optischen Reiz. Sollten die Beilagen bescheiden sein, um die Eleganz zu bewahren? Minimale Beilagen sorgen dafür, dass der Geist und das Sprudeln im Mittelpunkt stehen. Erzeugt das Schütteln des Getränks eine schaumigere Textur? Das Schütteln mit Soda glättet die Kohlensäurebildung ab und wird daher nicht empfohlen. Sollten Messungen präzise sein, um konsistente Ergebnisse zu erzielen? Konsistente Maßnahmen sorgen für eine vorhersehbare Qualität, insbesondere bei Bildungsinhalten. Wirkt sich die Temperaturkontrolle der Inhaltsstoffe auf das Ergebnis aus? Gekühlter Rum und Limonade bewahren die Knusprigkeit und den erfrischenden Charakter. Sollte die Qualität des Sodawassers einschließlich des Mineralgehalts beachtet werden? Die Mineralzusammensetzung beeinflusst das Mundgefühl und die wahrgenommene Mineralität des Getränks. Werden Trends zu handgefertigten Limonaden die übliche Praxis verändern?
Handwerklich hergestellte Limonaden erweitern die Möglichkeiten, erfordern jedoch eine sorgfältige Kombination mit Rum. Sollten Barkeeper den Gästen Herkunft und Geschmackshinweise erklären? Das Teilen der Herkunft informiert die Verbraucher und vertieft die Wertschätzung. Wird bei der Präsentation von Cocktails über rechtliche und soziale Verantwortung gesprochen? Verantwortungsvolles Trinken und die Einhaltung des gesetzlichen Alters müssen in jeder Lektion betont werden. Sollten Mocktail-Alternativen für alkoholfreie Zuschauer angeboten werden? Alkoholfreie Versionen respektieren Inklusivität und erweitern die Reichweite des Publikums. Wird die Einfachheit von Rum und Limonade ihn zu einem Favoriten für den Unterricht machen? Seine Einfachheit ermöglicht es den Lernenden, sich auf den Wortschatz, die Verhältnisse und die sensorische Beschreibung zu konzentrieren. Sollten der kulturelle Kontext von Rum und seine Herkunft berücksichtigt werden? Der historische Kontext bereichert das Verständnis des Geistes und seiner globalen Reisen. Wird es zu Kontroversen kommen, wenn Alkohol in Bildungsinhalten verherrlicht wird? Sensibler Rahmen und klare Warnungen minimieren den Schaden und respektieren unterschiedliche Zielgruppen. Sollten für einen ausgewogenen Verzehr Kombinationen mit leichten Snacks empfohlen werden? Einfache Kombinationen wie gesalzene Nüsse oder Zitrus-Tapas ergänzen das Getränk. Werden die Demonstrationen auch Zeitlupengießen und Nahaufnahmen für visuelle Lernende beinhalten? Visuelle Techniken fesseln die Zuschauer und verdeutlichen die Vorbereitungsschritte für Sprachlerner. Sollte die Aussprache von Schlüsselbegriffen wie Highball und Muddle modelliert werden? Das Üben der Aussprache hilft dabei, den Wortschatz zu behalten und das Selbstvertrauen beim Sprechen. Werden Vergleiche mit ähnlichen Getränken wie Rum und Cola aufschlussreich sein? Vergleiche heben Geschmacksunterschiede und die soziale Wahrnehmung von Mischungen hervor. Sollten der Zeitpunkt und das Tempo der Demonstration dem Verständnis der Lernenden dienen? Langsame, maßvolle Schritte mit klaren, kurzen Sätzen unterstützen das Verständnis und die Wiederholung. Werden Sicherheitshinweise zum Trinken und Transport von Alkohol enthalten sein? Sicherheitsrichtlinien zum Verzehr und zu öffentlichen Vorschriften müssen explizit sein. Sollen Zuschauerinteraktionen durch vorgeschlagene Kennzahlen zum Testen zu Hause angeregt werden? Die Förderung des Experimentierens fördert aktives Lernen und Diskussionen in der Gemeinschaft. Werden aktuelle Cocktail-, Kultur- und Nachhaltigkeitsthemen angesprochen? Die Diskussion über nachhaltige Spirituosen und wiederverwertbare Verpackungen entspricht aktuellen Bedenken. Sollte die Lektion dazu anregen, Informationen über das gesetzliche Mindestalter vor Ort einzuholen, bevor sie Rezepte ausprobieren? Die Bestätigung der lokalen Gesetze schützt Zuschauer und Models vor verantwortungsvollem Verhalten. Wird die Abschlusspräsentation ein kurzes Verkostungsskript für die Lernenden vorgeben? Ein übersichtliches Verkostungsskript lehrt Deskriptoren und höfliche Kommentare für soziale Umgebungen. Sollte der Gastgeber klarstellen, dass Alkohol optional ist und eine erfrischende Limonadenalternative anbieten? Explizite Alternativen sorgen für Inklusivität und Respekt für Zuschauer, die nicht trinken. Wird bei den Vorführungen der Schwerpunkt auf die Reinigung von Glaswaren und Geräten nach dem Gebrauch gelegt? Ordnungsgemäßes Aufräumen setzt verantwortungsvolle Gastlichkeit und Küchenhygiene voraus. Sollte der Abschnitt mit einer kurzen Zusammenfassung des Wortschatzes und Anweisungen zum Üben abgeschlossen werden? Eine Zusammenfassung bekräftigt die Begriffe und fördert das aktive Sprachenlernen zu Hause. Wird das Video Bildunterschriften und ein druckbares Rezept zur Studienunterstützung enthalten? Bildunterschriften und Ausdrucke erleichtern das Verständnis und eignen sich für unterschiedliche Lernstile.
Sollten Kontroversen über Alkoholmarketing für ein junges Publikum zur Kenntnis genommen werden? Die Auseinandersetzung mit ethischen Marketingbedenken zeugt von Verantwortung und kritischem Bewusstsein. Werden Community-Kommentare moderiert, um eine respektvolle Diskussion über Alkohol aufrechtzuerhalten? Eine durchdachte Moderation verhindert schädliche Werbung und schützt jüngere Zuschauer. Sollte die Lektion Feedback zu Geschmackspräferenzen und kulturellen Variationen einholen? Das Feedback der Zuschauer bereichert die Inhaltsentwicklung und fördert den globalen Austausch. Demonstrieren Sie sowohl die klassische Methode als auch eine Mocktail-Alternative? Beides zu demonstrieren bietet Wahlmöglichkeiten und Modelle inklusive, verantwortungsbewusster Präsentation. Ich werde eine anschauliche, maßvolle Demonstration von Rum und Limonade präsentieren, Variationen und Sicherheitsaspekte erläutern und eine alkoholfreie Version für inklusives Lernen anbieten. Lektion 3: Traditionen beim Salzen, Lagern und nachhaltigen Umgang mit Meeresfrüchten. Sie waschen und salzen sie. Die gesalzenen Fische werden heute in Fässern aufbewahrt. Das Salzen von Fischen ist eine alte Konservierungsmethode, die Bestand hat. Warum wird in modernen Lebensmittelsystemen immer noch gesalzen? Durch das Salzen wird die Wasseraktivität reduziert und das Bakterienwachstum wirksam gehemmt. Folgen zeitgenössische Produzenten genau den traditionellen Schritten? Viele verbinden Tradition mit modernen Hygiene- und Qualitätskontrollpraktiken. Wie bereiten die Produzenten Fische vor dem Salzen zu? Sie reinigen, entkernen und filetieren Fische manchmal, um ein gleichmäßiges Salzen zu gewährleisten. Ist die Salzmenge entscheidend für die Konservierung und den Geschmack? Die Salzkonzentration muss die mikrobielle Sicherheit mit der Schmackhaftigkeit in Einklang bringen. Werden verschiedene Fischarten mit unterschiedlichen Salztechniken behandelt? Die Arten unterscheiden sich in Textur und Ölgehalt, was sich auf die Salzzeit und die Salzmethode auswirkt. Bleibt die Lagerung von Fässern für Großbetriebe praktikabel? Fässer werden weiterhin für handwerkliche und kulturelle Produkte verwendet, während Industrietanks die Produktion skalieren. Beeinflusst die Lagerung in Fässern den Geschmack durch langsame Reifung? Die Reifung im Fass kann die Aromen konzentrieren und im Laufe der Zeit die gewünschten Texturen entwickeln. Sollten Hersteller Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Lagerräumen überwachen? Kontrollierte Umgebungen verhindern Verderb und sorgen für eine gleichbleibende Qualität. Gibt es Kontroversen über natriumreiche Lebensmittel und die öffentliche Gesundheit? Eine übermäßige Natriumaufnahme birgt kardiovaskuläre Risiken und rechtfertigt einen informierten Verzehr. Könnte die Beliebtheit von gesalzenem Fisch den Ernährungsrichtlinien widersprechen? Das Gleichgewicht zwischen Tradition und Gesundheitserziehung hilft den Verbrauchern, fundierte Entscheidungen zu treffen. Können Etikettierung und Portionshinweise gesundheitliche Bedenken ausräumen? Klare Etikettierung und Serviervorschläge unterstützen gesündere Konsummuster. Sind die Umweltauswirkungen der Fischerei für die Produktion von gesalzenem Fisch relevant? Eine nachhaltige Beschaffung ist entscheidend, um Überfischung und Lebensraumschäden zu verhindern. Sollten die Erzeuger nach Möglichkeit zertifizierte nachhaltige Fischerei verwenden? Zertifizierungen und Rückverfolgbarkeit stärken die ökologische Verantwortung und das Vertrauen der Verbraucher. Verlassen sich kleine Gemeinden in Bezug auf kulturelle Identität und Wirtschaft auf gesalzenen Fisch? Viele Küstengemeinden sind auf Bewahrungspraktiken angewiesen, um ihren Lebensunterhalt und ihr Erbe zu sichern. Bedroht die Industrialisierung die Traditionen der handwerklichen Salzherstellung?
Industrieller Druck kann Traditionen an den Rand drängen. Doch einige passen sich an und finden Nischenmärkte. Könnte die Wiederbelebung handwerklicher Methoden zu einer gastronomischen Trendbewegung werden? Das kulinarische Interesse an traditionellen Lebensmitteln führt häufig zu einer Nachfrage nach authentischer Produktion. Gibt es ethische Debatten über die Arbeitsbedingungen in der Fischverarbeitung? Arbeitsbedingungen und faire Löhne sind wichtige Anliegen, die überwacht werden müssen. Sollten Verbraucher beim Kauf von gesalzenem Fisch soziale Verantwortung berücksichtigen? Ethischer Konsum beinhaltet die Bewertung von Umwelt- und Arbeitsstandards. Werden technologische Fortschritte den Salzverbrauch reduzieren und gleichzeitig die Sicherheit wahren? Innovationen wie die Hochdruckverarbeitung können den Salzbedarf senken und die Sicherheit gewährleisten. Könnten natriumreduzierte Produkte die traditionellen Geschmackserwartungen verändern? Eine Anpassung der Rezepte kann das Geschmacksprofil verändern und bei den Verbrauchern zu gemischten Reaktionen führen. Sollten Bildungsinhalte sowohl die Technik als auch den Gesundheitskontext erklären? Ausgewogene Bildung fördert die kulinarische Wertschätzung und das Bewusstsein für die öffentliche Gesundheit gleichermaßen. Verlängern Verpackungsinnovationen die Haltbarkeit, ohne die Tradition zu gefährden? Eine verbesserte Verpackung kann die Qualität schützen und Abfall reduzieren, während gleichzeitig die Technik respektiert wird. Gibt es in verschiedenen Ländern gesetzliche Standards für die Salzhärtung und Lagerung? Die Vorschriften sind unterschiedlich und zielen darauf ab, die Lebensmittelsicherheit und eine genaue Kennzeichnung für Verbraucher zu gewährleisten. Sollten kleine Hersteller bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen unterstützt werden? Technische Hilfe hilft Handwerkern, Gesetze einzuhalten und Zugang zu breiteren Märkten zu erhalten. Wird gesalzener Fisch in den angesagten kulinarischen Shows und Reiseinheiten zu sehen sein? Visuelle, sensorisch reiche Geschichten über traditionelle Lebensmittel stoßen oft auf großes Interesse. Könnten sensationelle Darstellungen Gefahr laufen, kulturelle Bedeutung falsch darzustellen? Respektvolles Geschichtenerzählen muss Exotik vermeiden und den Kontext sorgfältig darstellen. Sollten kreative Rezepte und Serviervorschläge für gesalzenen Fisch mit einbeziehen? Praktische Rezepte helfen den Zuschauern, Geschmack zu schätzen und Produkte verantwortungsbewusst zu verwenden. Werden Demonstrationen sicherer Heilungsmethoden zu Hause umstritten sein? Das Aushärten zu Hause birgt Sicherheitsrisiken. Klare Warnungen und strenge Anweisungen sind erforderlich. Sollten Inhalte nachhaltige Alternativen und einen moderaten Konsum hervorheben? Durch die Förderung von Mäßigung und Nachhaltigkeit wird kulinarischer Genuss mit Verantwortung in Einklang gebracht. Erhöhen Rückverfolgbarkeitsfunktionen und QR-Codes das Verbrauchervertrauen? Traceability provides provenance, fosters trust, and supports informed choices. Gibt es kulturelle Rituale, die mit dem Salz- und Lagerungsprozess verbunden sind? Viele Gemeinden beobachten Riten und saisonale Muster, die mit Naturschutzaktivitäten verbunden sind. Sollten diese Rituale respektvoll für Bildungsinhalte dokumentiert werden? Eine respektvolle Dokumentation bewahrt das Erbe und würdigt die Eigenverantwortung der Gemeinschaft für Praktiken. Wird die Marktnachfrage nach gesalzenem Fisch konstant bleiben oder mit den Gesundheitstrends schwanken? Die Nachfrage reagiert auf kulinarische Trends, Gesundheitsratschläge und Bemühungen zur kulturellen Wiederbelebung. Könnte die Fusionsküche gesalzenen Fisch in neuartige, gehypte Rezepte integrieren? Kreative Köche verbinden oft Tradition mit Innovation und kreieren trendige Gerichte. Gibt es Raum für Kontroversen, wenn kulinarische Trends auf Nachhaltigkeits- und Gesundheitsbelange treffen?
Es kommt zu Kontroversen, die jedoch zu einem konstruktiven Dialog und verbesserten Praktiken führen können. Sollten Lehrvideos kurze Vokabellisten zu Heilungstechniken enthalten? Vokabellisten helfen Sprachlernenden dabei, technische Begriffe und Zusammenhänge zu verstehen. Werden vergleichende Demonstrationen traditioneller und moderner Methoden die Zuschauer ansprechen? Gegenüberliegende Vergleiche bieten visuelles Lernen und lösen fundierte Diskussionen aus. Sollte der Unterricht den respektvollen Geschmack und die kulturelle Neugier der Zuschauer fördern? Respektvolles Schmecken fördert Wertschätzung ohne Aneignung oder Respektlosigkeit. Wird die Hervorhebung der Stimmen der Community Authentizität und ethische Tiefe verleihen? Die Einbeziehung lokaler Produzenten und Ältester gewährleistet Authentizität und würdigt Fachwissen. Sollten Inhaltsersteller Ressourcen für nachhaltige Kaufoptionen bereitstellen? Die Verknüpfung mit zertifizierten Lieferanten und Bildungsressourcen ermöglicht einen verantwortungsvollen Konsum. Wird das Thema gesalzener Fisch weiterhin als Inspiration für trendige, lehrreiche Inhalte dienen? Mit einer durchdachten Gestaltung kann es sowohl kulturell reich als auch breit gefächert bleiben. Ich werde den Prozess vorstellen, Sicherheit und Nachhaltigkeit hervorheben und kulturelle Traditionen respektieren und gleichzeitig die Lernenden informieren und einbeziehen. Lektion 4. Neue Funde und Einkaufsmanieren. Im Angebot und sah wirklich frisch aus. Perfekt, das werde ich zu meinen Einkäufen hinzufügen. Frische Produkte zum Verkauf machen geplante Mahlzeiten erschwinglicher. Welche Artikel haben Ihre Aufmerksamkeit auf dem Markt zuerst erregt? Die Tomaten waren lebendig und duftend und signalisierten Reife. Hast du sie auf Festigkeit und Unreinheiten untersucht? Ich habe nach einem leichten Nachgeben ohne weiche Stellen oder Risse gesucht. Kombinierst du diese Tomaten mit anderem Gemüse der Saison? Saisonale Kombinationen ergeben oft einen besseren Geschmack und niedrigere Kosten. Sollten wir Produkten mit klarer Herkunft und Kennzeichnung Vorrang einräumen? Etiketten helfen dabei, die Qualität und die landwirtschaftlichen Praktiken nachzuverfolgen und Unsicherheiten zu verringern. Ziehen Sie eine Bio-Zertifizierung in Betracht, wenn Sie in Sale einkaufen? Organische Entscheidungen sind für manche wichtig, aber Budget und Verfügbarkeit beeinflussen die Entscheidungen. Werden lokale, saisonale Artikel oft frischer sein als importierte? Lokale Produkte werden in der Regel weniger transportiert und behalten mehr Geschmack und Nährstoffe. Sollten wir Kräuter und Kräuter riechen, um die Frische zu beurteilen? Duftende, knackige Kräuter deuten zuverlässiger auf Frische hin als bloßes Aussehen. Wählen Sie Blattgemüse, das sich fest und nicht schleimig anfühlt? Feste Blätter und eine leuchtende Farbe lassen auf eine kürzliche Ernte und eine gute Lagerung schließen. Sollten wir die Verpackung auf undichte Stellen oder beschädigte Dichtungen untersuchen? Eine intakte Verpackung schützt die Qualität und reduziert das Kontaminationsrisiko. Vergleichen Sie die Stückpreise, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden? Stückpreise verdeutlichen die Kosten pro Gewicht und verhindern irreführende Schnäppchen. Sollten wir bei der Auswahl der zum Verkauf stehenden Artikel die Haltbarkeit berücksichtigen? Eine kürzere Haltbarkeit bedeutet eine schnellere Verwendung oder geeignete Konservierungspläne. Planen Sie Mahlzeiten rund um verderbliche Waren, um Verschwendung zu vermeiden? Die Planung der Mahlzeiten stellt sicher, dass verderbliche Waren frisch und köstlich verzehrt werden. Sollen wir wiederverwendbare Beutel und Behälter auf den Markt bringen? Wiederverwendbare Beutel reduzieren den Abfall und vermitteln ein aufgeräumtes, verantwortungsbewusstes Image. Werden höfliche Verhandlungen bei einigen Anbietern akzeptabel sein?
In vielen Märkten ist respektvolles Verhandeln Teil der Kultur und kann zu Einsparungen führen. Sollten wir einfache Sätze lernen, um nach Preis und Frische zu fragen? Sätze wie frisch ist das und ist das lokal ermöglichen eine klare Kommunikation. Wird es für Obst auf einigen Märkten angemessen sein, nach einem kleinen Geschmack zu fragen? Geschmäcker sind oft erlaubt, wenn sie angeboten werden, aber bitte immer zuerst darum, Respekt zu zeigen. Sollten wir vermeiden, Lebensmittel bei der Probenahme an Verkaufsständen zu verschwenden? Eine verantwortungsvolle Probenahme schützt den Bestand des Verkäufers und den guten Willen der Gemeinschaft. Suchen Sie vor dem Kauf nach sichtbaren Schädlingen oder Welken. Sichtbare Probleme deuten auf eine schlechte Lagerung hin und sollten aus Sicherheitsgründen vermieden werden. Sollten wir rohes Fleisch von den Produkten in unserem Einkaufswagen trennen? Das Trennen von Gegenständen verhindert Kreuzkontaminationen und gewährleistet die Lebensmittelsicherheit. Müssen Kühlkettenartikel schnell zur Kühlung transportiert werden? Verderbliche kalte Artikel müssen umgehend gekühlt werden, um Verderb zu vermeiden. Sollten wir Tiefkühlalternativen in Betracht ziehen, wenn frische Optionen knapp sind? Tiefkühlprodukte können Nährstoffe speichern und Abfall reduzieren, wenn frische Produkte nicht verfügbar sind. Verhindert das Ablesen der Verfallsdaten auf verpackten Waren Überraschungen? Termine helfen bei der Planung des Verbrauchs und verhindern, dass versehentlich Artikel gekauft werden, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen. Sollten wir nach Möglichkeit kleine lokale Produzenten unterstützen? Die Unterstützung der Einheimischen stärkt die Gemeinschaft und kann die Rückverfolgbarkeit gewährleisten. Bereitest du vor dem Einkauf eine Liste vor, um Impulskäufe zu vermeiden? Eine Liste konzentriert die Auswahlmöglichkeiten, kontrolliert das Budget und reduziert den Zeitaufwand für das Surfen. Sollten wir ein bescheidenes Budget für Leckereien oder Genussartikel festlegen? Ein kleiner Leckerbissen kann die Mahlzeiten aufwerten und gleichzeitig die Gesamtausgaben verantwortlich machen. Bedeuten Preisaktionen immer ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis? Werbeaktionen erfordern einen sorgfältigen Vergleich. Hohe Rabatte auf überteuerte Waren sind möglicherweise kein Schnäppchen. Sollten wir die Verpackung durch leichtes Drücken auf blaue Flecken überprüfen? Durch leichtes Drücken können versteckte Blutergüsse sichtbar werden, ohne den Artikel zu beschädigen. Wirkt sich der saisonale Überfluss auf zukünftige KOCH-Pläne und Konservierungsmethoden aus? Abundance lädt zum Einmachen, Einfrieren und kreativen Rezepten ein, um sie länger zu verwenden. Sollten wir von der Gemeinschaft unterstützte Landwirtschaft oder Abonnementboxen in Betracht ziehen? CSA-Programme bieten zuverlässige saisonale Produkte und unterstützen lokale Farmen direkt. Wird das Erlernen von Techniken zur Lebensmittelkonservierung Abfall reduzieren und Geld sparen? Konservierungsfähigkeiten verlängern die Frische und fördern die kreative Planung von Mahlzeiten. Sollten wir uns an der Kasse nach Aktionsbeschränkungen oder Mengenbeschränkungen erkundigen? Die Kenntnis der Grenzwerte verhindert Enttäuschungen und respektiert die Lieferantenrichtlinien. Werden wir unsere Quittung überprüfen, um Verkaufspreise und Rabatte zu überprüfen? Die Überprüfung von Belegen verhindert Abrechnungsfehler und gewährleistet faire Transaktionen. Sollten wir beim Umgang mit Preisunterschieden höflich bleiben? Höfliche Kommunikation löst Probleme oft reibungslos und wahrt gegenseitigen Respekt. Werden einige Anbieter es schätzen, kleine Rechnungen und exaktes Wechselgeld dabei zu haben? Exakte Änderungen beschleunigen Transaktionen und sind für Marktverkäufer praktisch. Sollten wir vermeiden, den Stand zu überfüllen, während andere Kunden einkaufen? Überlegte Abstände ermöglichen es den Anbietern, effizient zu bedienen und reduzieren Stress. Wird ein Dankeschön und ein Lächeln eine Beziehung zu regulären Verkäufern aufbauen?
Dankbarkeit fördert freundschaftliche Beziehungen und kann den zukünftigen Dienst verbessern. Sollten wir Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit dem Marktmanagement höflich melden? Das Melden von Bedenken hilft, Standards aufrechtzuerhalten und die Community zu schützen. Wird das Teilen von Rezepten, die Verkaufsartikel verwenden, für Zuschauer wertvoll sein? Das Teilen von Rezepten demonstriert den praktischen Nutzen und inspiriert zum budgetschonenden Kochen. Sollten die Inhalte kurze, formelle Sätze betonen, um Englischlernern zu helfen? Klare, präzise Sätze helfen den Lernenden dabei, der Einkaufssprache und den Einkaufsroutinen zu folgen. Wird es relevant sein, Kontroversen wie Lebensmittelkennzeichnung oder Marketingtaktiken zu erörtern? Eine durchdachte Diskussion über Kennzeichnung und Marketing informiert die Verbraucher und regt den Dialog an. Sollten wir die Zuschauer ermutigen, Verkäufer offen nach landwirtschaftlichen Praktiken zu fragen? Offene Fragen fördern die Transparenz und verbinden die Verbraucher mit ihren Lebensmittelquellen. Steigert die visuelle Dokumentation des Marktbesuchs das Engagement für den Kanal? Bilder fördern das Lernen und ziehen Zuschauer an, die nach authentischen, umsetzbaren Inhalten suchen. Sollten wir nachhaltige Entscheidungen wie die Reduzierung von Verpackungen und den Einkauf vor Ort hervorheben? Durch die Betonung der Nachhaltigkeit werden Zuschauer und Models zu verantwortungsvollen Gewohnheiten geschult. Planen wir, mit diesen frischen Funden zu kochen und Schritt für Schritt zu demonstrieren? Kochvorführungen verwandeln Zutaten in Lernmöglichkeiten und leckere Ergebnisse. Ich werde den frischen Verkaufsartikel zu meiner Liste hinzufügen, verantwortungsbewusst einkaufen und eine klare, ansprechende Rezeptdemonstration für unsere Zuschauer vorbereiten.